Ja, das war ja in der ganzen westlichen Hemisphäre, sage ich jetzt immer so. So where did that happen with the revival? Well, war eine typisch westliche Erweckung. Western revival. Und bei uns in Süddeutschland, da in South Germany, it also happened. Das waren die Jesus People. Die Jesus People. It was the Jesus People. Vielleicht ist noch eine Frage da, sonst knüpfe ich da gleich an. Das wollte ich nämlich sowieso. Do you have another question? Because otherwise I will just continue with that thought, because I might want to do that. Eure Fragen sind wichtiger als Your mein questions Konzept. are more important than my concept. Diskussion ist sehr wichtig. Discussion is very important. Okay, also dieses Kapitel 31, 32, 33 So the chapters 31 geht noch weit über das hinaus, was wir jetzt gerade gesprochen haben. are exceeding far what we just talked. Zum Beispiel For example, der neue Bund. the new covenant. Ich will einen neuen Bund mit euch schließen. I want to have a new covenant with you. Auf Hebräisch, also Jeremia 31, 31. Jeremiah 31:31. Was habe ich gesagt? 31, 31. Ja. Der Berit Chadash. Berit Chadashah. The Berit Chadashah. Berit Chadashah. Der Bund, der neue. Wollt ihr es mal miteinander sagen? The covenant, the new one. Berit Chadashah. Berit Chadashah. Okay. Gott schließt Bündnisse. Vielleicht ist es auch eine Antwort auf unsere Fragen, die wir gerade so diskutiert haben. Maybe that's all. God, it makes new covenants. Maybe that's also an answer to the questions that we were just discussing. Es gibt bei Gott Bündnisse. With God, there are covenants, Die haben die Menschen immer wieder gebrochen. and people have broken them over and over again. Aber Gott nicht. But God didn't. Das ist der Unterschied. That's the difference. Gott steht zu seinem Bund. God stands with His covenants. Und ich denke auch zum Bund zu ganz Israel. And I believe also in a covenant to all of Israel. Aber Jeremia spricht jetzt schon von einem neuen Bund, But Jeremiah is now talking about a new covenant, weil er sagt, because he says, den alten Bund, the old covenant, den haben sie gebrochen they broke und immer wieder gebrochen. and broke over and over. Und bei Hesekiel werden wir den Bund auch, er nennt es anders, wiederfinden. Der Bund wurde immer wieder gebrochen. And in Ezekiel, we will find that again, and he also mentions how they broke the covenant again. Aber Gott bricht ihn nicht. But God doesn't break it. So, und jetzt in Kapitel 31 And ist now die in chapter Rede 31, von einem neuen Bund. Da heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Das ist jetzt einfach nicht. and there it says, the day is coming, says the Lord. Ah, das ist interessant. Oh, that's interesting. Hör mal, da schließe ich mit dem Haus Israel. Where I will make a covenant with Israel Jetzt haben wir es. Und mit dem Haus Juda. and with the house of Judah. Also doch die ganzen Stämme. So all of the tribes. Also in flagranti, da steht's. So there we have it. Habe ich immer überlesen, jetzt merke ich es. Always overread it, but now we see it. Danke, ihr habt mich drauf. Thank you. Now Super. you ran my face into it. Aber dann sagt er, und das wird ein Bund sein, nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, Abrahams Bund. And this covenant will not be like the one that I made with your ancestors, Abraham, Ja, als ich sie aus Ägypten herausführte. and I led them from Egypt. Ja, diesen meinen Bund haben sie gebrochen und gebrochen und gebrochen und gebrochen. That covenant they broke and broke and broke again. Und dann sagt er, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel, da ist wieder ganz Israel, And then 33 he says, but this is the new covenant that I will make with the people of Israel in diesen Tagen schließen werde. in those days. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. I will put my instructions deep within their hearts, into them, Und in ihr Herz schreiben. and right into their hearts. Ich werde ihr Gott sein, I will be their God. sie werden mein Volk sein. They will be my people. Da wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren And they will not need to teach their neighbors und sagen, er kennt den Herrn.
and say, you should know the Lord. Denn sie alle werden mich erkennen, For everyone from the will know me. vom Kleinsten, From the least, also die kleine Ariana, from the little Ariana, bis zum Größten. till the greatest. Wer ist der Größte Who's unter the uns? tallest amongst us? Ja. Spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben, ihrer Sünde nicht mehr For I will gedenken. forgive that and yeah. Was ist das für Bund? What is that covenant? Im Neuen Testament gibt es einen klaren Hinweis. In the New Testament, there is a clear sign. Hilft mir mal. Help me. Ist der schon in Erfüllung gegangen? Did it Oder come im into Anteil the- in Erfüllung Or gegangen? partially already Oder fulfilled? kommt da noch was? Or is there still something coming? Erzähl, was meint ihr? Tell me, what do you think? Der neue The new covenant. Bericht Chadasha. The Israel wusste das und hat das gelesen. Israel knew it and read that. Und was war mit Jesus? And what was with Jesus? Die Jünger sagen, wann feiern wir das Passa? The disciples say, when will we celebrate Passover? Das war der Passover. große Bund. Which was the big covenant? Covenant. Wie Weihnachten. Like Christmas. Und sie waren unterwegs. And they were on the road. In welchem Raum feiern wir das? In which room shall we celebrate it? Und sie waren ganz fokussiert auf diesen Bund und wie der gefeiert wird. And they were really focused on that covenant and how to celebrate it. Und dann wird dieser Bund gefeiert. Das And then they Blut soll an celebrate den the Türpfosten covenant. gestrichen werden, The blood is spilled on the doors. dass sie befreit werden aus Ägypten That they're free from Egypt. und so weiter. Und das And haben so sie ja on. gefeiert. Das war They were der celebrating it big time, and it was the thing, Bund Gottes. the covenant. Und dann geht die Feier los. And then the celebration starts. Und plötzlich macht Jesus etwas. And suddenly Jesus does something. Was ist los? Was hat er gerade gesagt? What did he just say? Das ist mein Blut. This is my blood. Hä? What? Vergossen zur Vergebung der Sünden für viele. Spilled for the forgiveness of the sins of many. Das ist der neue Bund. That is the new covenant. Im Griechischen das Neue Testament. Die Artheke Kaine im Griechischen. In Greek, the New Testament. Ja. Und jeder Jude wusste, das ist Jeremia 31. Is Jeremiah 31. Die Jünger haben es nicht kapiert, The disciples didn't understand it. aber ein Reflex kam dadurch. There came, and they had yeah. Sie ahnen, da passiert was Großes, aber sie verstanden es nicht. They recognized something big is happening, but they didn't understand it. Das ist mein Leib. And this is my flesh. Und er bricht das Brot und And gibt he es breaks ihnen. the bread and gives it to them. So, das ist der neue Bund. Wir feiern ihn That im is the new Abendmahl. covenant. We celebrate it with the Lord's Supper. yeah. Die Katholiken feiern es jeden Sonntag. Catholics celebrate it every Sunday. Warum wir Protestanten nicht? Why do we Protestants Ja, not? Jesus war der Bund so wichtig. Sein Blutstück. Jesus was the covenant was so important to Jesus. Ja. Und doch ist dieser Bund auch im Neuen Testament, And still, this covenant is also in the New Testament. die Theologen sagen, eine Antizipation The theologians say it's a anticipation dessen, eine Vorwegnahme dessen, was wir Reich Gottes nennen. of what we call the kingdom of God. Vollständig ist das immer noch nicht da. It's not there fulfilled completely. Es ist immer so eine Vorwegnahme, wenn wir It is Abendmahl always taken feiern. a little bit of the piece when we celebrate the Lord's Supper, when we say communion. Wir merken, bei Gott kommt noch immer noch mehr. We recognize with God there's always more coming. Okay, Right. es ist nach vorne hin offen, It's open to the front, to the rest, voller Überraschungen. full of surprises. Ja, aber ich bitte euch, ihr müsst nicht den ganzen Jeremia nochmal lesen. Read Jeremiah again, all of it. Einfach eine Bitte, Simply a request. lest ihn jedes Jahr, Read it every year. lest die Bibel das ganze Jahr durch.
read the whole Bible, the whole year. Okay, und meine Frau sagt dann zu mir, jetzt legst du wieder einen Druck auf die And Leute. my wife would say, "Oh, now you're putting a pressure on the people." Okay, forget I'm it. like, okay, forget. Aber lest euch diese Heilskapitel immer wieder mal durch. Read the salvation chapters every once in a while. Okay. Noch eine Frage, sonst schließen wir Jeremia Another jetzt question, otherwise we close Jeremiah now for. endgültig ab. Gut, die Zeit haben wir nicht mehr. We don't have much time left. Jetzt brauche ich euch nochmal You Klagelieder. again for Also limitations. wir haben den Jeremia ja zu Ende gelesen, We aber, finished reading Jeremiah, aber ihr habt ihn noch lange nicht zu Ende studiert. but you definitely haven't finished studying him. Ich auch nicht. Me neither. Ich buchstabiere das immer wieder. I'm spelling it out all the time. Ja. Aber wir gehen nochmal zurück. We go back. Also diese schöne Schrift. Yeah, you see it beautifully. Jetzt babylonische Gefangenschaft. Die The dritte Babylonian Deportation deportation, the third kam deportation, tatsächlich. it really happened. Das Schrecklichste, was Israel je erlebt hat. The worst thing that Israel had experienced. Gut. Jeremia hat aber auch noch Völkersprüche. Wir lesen die im letzten Teil des Buches. And Jeremiah has also parts of verses for the nations, and we see that in the end of the book. Auch die Babylonier Even the Babylonians, werden auch gerichtet. and they also get judged. Da sagten nämlich manche, das hat sich herumgesprochen, der Herr hat sie in unsere Hände gegeben. Ja, aber ihr Gott hat sie in unsere Hände gegeben. Because it was like, because everybody heard, oh, Yahweh has given them into our hands. Oh yeah, He has given them into our hands. We can do whatever we want. Und wir werden es bei Hesekiel auch nochmal, oder habt ihr das schon gelesen, ja? Bei Hesekiel. And with Ezekiel, you read it again. Es gibt etwas, was Gott hasst abgrundtief. And there's something that God hates so bad. Das ist Schadenfreude. And that is being happy of the damage of others. In German we have one term for that. Und deshalb wurden auch die Babylonier nochmal gerichtet. And that's why the Babylonians were judged again Und die as Ägypter. well. And the Die Egyptians. ganzen Nachbarvölker All the Israels neighboring nations of Israel. freuten sich über das Gericht über Israel. They were happy about the judgment on Israel. Gott hasst Schadenfreude. And that God hates. Kennt ihr das Bild? Die politisch Interessierten. Do you know that picture, the political interested ones? Strache. Dieser Mann ist gefallen, tief gefallen. Nach der Kirche hat mal eine Beterin hat gesagt, Ernst, ich kann mir es kaum verkneifen. Eigentlich fast möchte ich mich drüber freuen. Und dann haben wir nachgedacht, haben wir gesagt, ja, Gott hasst Schadenfreude. Yeah, so that guy has fallen deeply, and God hates. And in church, somebody was talking about that. Oh, I almost want to be really happy. I can hardly wipe up Okay. that smirk. And but I wonder That's if a we feel want to of remind the you. shock. Doch hast du. God hates being happy about the pain of others. Okay. Da kommt der Hesekiel auch nochmal drauf. Jetzt zu den Klageliedern. How about the Lamentations? Wie ging es euch bei den How did Klageliedern? you feel about the Lamentations? Vielleicht schafft das ganz dynamisch noch einige Beiträge zu bringen. Wie ging es euch Some dynamic contributions here. bei den How did Klageliedern? you feel with the Lamentations? 5 Kapitel, 5 chapters, lange Kapitel. long chapters. It was very human, War sehr menschlich. like the response, the grief. Die Trauer. Danke, Emma. Thanks, Emma. Genau das ist so wichtig. And that is so important. Wir müssen beim Studium der Schrift ganz menschlich bleiben. While studying the scripture, we have to stay all human. In Hesekiel heißt es mal, In Ezekiel, it says er will uns ein fleischernes Herz He wants geben. to give us a heart of flesh. Seltsam, gell? Crazy, huh? Warum kein geistliches Herz? Why not a spiritual heart?
Nein, No. gerade wenn der Geist uns erneuert, Especially when the Spirit is renewing us, dass wir ganz Mensch werden, that we completely become human, so wie Gott uns Menschen will. as God wants us humans to be. Und dazu gehört Klage. And that's how the grieving is part of it. Und Trauer. And yeah, Gut, other kind noch ein Beitrag zum Buch der Klagelieder. crying. Oder Anything eine else to Frage, contribute? Betroffenheit war das oder a question, ein Aha-Erlebnis? exclamation point, or arrow from yesterday. Nothing. Gut, ihr musstet jetzt schon sehr viel zuhören. Okay, you already und had to mitdenken. listen a lot and think a lot. Ich erlöse euch jetzt. I'm redeeming you. Jetzt rede ich wieder weiter. I'm gonna continue to talk again myself. Ihr dürft mich ständig unterbrechen. You can always interrupt me. Abgemacht? All right? Gut. All right. In der Theologie war umstritten, war das überhaupt Jeremia? In theologics, it was fought over whether it was Jeremiah. In dem Buch selber steht von Jeremia nichts. In the book itself, it doesn't say anything about Jeremiah. Wir wissen aus dem Talmud, We know from the Talmud, jüdische Sammlung von jüdischer Theologie, a collection of Jewish theology. da wird es Jeremia zugeschrieben. There they say that it's Jeremiah, Und dann in der Septuaginta, and then in the Septuagint, das ist eine griechische Übersetzung the des Greek Alten translation Testaments, of the Old Testament, 300 vor Christus. 300 before Christ. Interessant, die ersten Christen Very interesting. The first Christians haben nicht die hebräische Bibel gelesen, didn't read the Hebrew Bible, sondern die griechische. but the Greek one. Die war damals so, Griechisch war damals wie Englisch, Greek was like English. konnte jeder, Everyone knew it, außer ich. except Und dann war Griechisch so verbreitet, hat man die sogar in Griechisch übersetzt. Und in Greek der, was so common that you even translated aber it. der eigentliche Urtext ist Hebräisch. But the original is in Hebrew. Und in der griechischen Bibel ist But es the Greek- Einleitung, The introduction, es geschah, nachdem Israel weggeführt war in die Gefangenschaft it happened after Israel was led into captivity, und als Juda zur Wüste geworden war. and when Judah has become a desert, Da setzte sich der Prophet Jeremia weinend nieder there the prophet Jeremiah sat crying down crying, und klagte über Jerusalem. and wept over Jerusalem. Wir gehen mal davon aus, nach der Septuaginta, So we're assumed, according to the Septuagint, dass es von Jeremia ist. that it is it is from Jeremiah. Da in der Septuaginta heißt dieses Buch Treni. In the Septuagint, it is called Trini. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich No habe clue what it means. es nicht rausgefunden, aber es Never found it out. klingt wie Tränen But it sounds like the German word for im tears. Deutschen. Ja, manche Worte, Wurzeln sind ja etymologisch tatsächlich aus dem Griechisch-Hebräischen. Ne? Ich weiß es nicht. A lot of German words are coming from the Greek or Hebrew, and Im Lateinischen heißt dieses Buch nochmal Lamentationes, wie im Englischen. Ne? so in Latin the book is called Lamentationes, so like the English lamentation. Ja. Aber das hebräische Wort für die Klagelieder ist sehr bewegend. But the Hebrew word for the lamentations is Typisch hebräisch. very typical Hebrew. Das ist das erste Wort It is the first word, und das heißt Echa! and that's Echa. Echa! 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 So müsst ihr euch das vorstellen. And that's how you have to imagine it. Es war ein Schrei des Schmerzes. It was a cry of pain. Echa! Und das Echa. heißt, Echa heißt wörtlich übersetzt wie? And it literally translated means what? Wie? What? How? Wie wenn jemand sagt, wie? Voller Entsetzen. Like if somebody says, how? In shock. Das kann doch, Schock, ja. Das kann doch nicht sein. That is impossible. Wie? How? Echa! What?
So, und das trifft sehr gut. And that hits the spot very much. Jetzt wurde ich zu. Ach, die schläft noch. Ihr merkt, warum ich Hebräisch so liebe. Ne? Weil es so den ganzen Menschen erfasst. Because it's capturing the human and the human that well. Dieses Lied, That song, es sind eigentlich 5 Lieder, it's 5 songs, die alle alphabetisch, jeder Vers alphabetisch beginnt, im hebräischen Alphabet. where all the songs like it's spelling out the whole Hebrew alphabet. Also das hebräische Alphabet geht so: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Yod, Kof, Lamed. Ja? Und das Ganze... The Hebrew alphabet goes like... Okay, das haben Sie gehört. So fängt jeder Vers and mit that's dem, how everyone is, all the verses are started. vom Alphabet mit einem Buchstaben an, hebräischen Alphabet. Each of them starting with one. Ein Lied aus diesem hohen Lied, eines Morgens, wir waren jung verheiratet, When, oh, there was a sneeze. okay. It was so high pitched. I'm sorry. Bless you. Eines Morgens, wir waren jung yeah, verheiratet, so that one morning I was freshly married. kam meine Frau My wife came home. in mein Came Büro into my office, und wir lasen dieselbe Stellen in der Bibel getrennt. and we read the same parts of the Bible separately. Und dann sagte sie, And she said, was heute in der Bibel steht, what, das musst du lesen. what it says today in the Bible, you have to read it. Das hat mich so bewegt. It moved me so much. Und es war And it was Klagelieder Lamentations 3. 3. Klagelieder 3, Lamentations 3, Vers 22. verse 22. Da heißt es, There it oder says, 21, doch Vers dies will ich mir in den Sinn zurechtdrücken. Ihr könnt es in eurer Übersetzung lesen. Yes. Darauf will ich hoffen. Mitten in der Klage sagt der Prophet, You can read it later, and yeah, it says, yeah, I will remember this. In the middle of the Lamentations, the prophet says, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. the faithful love of the Lord never ends, and his Der word Tempel is brennt. not ended. The temple is burning, Schreiende Frauen und Kinder und Menschen. crying women and kids and old kinds of people. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Yes, his grace does not stop. Es ist jeden Morgen neu. It is each morning anew. Groß ist dein Name. Great is thy name. Groß ist deine Treue. Great is your faithfulness. Ihr müsst euch vorstellen, You have to imagine, dieses Buch hat mein Dekan ausgelegt, ein hervorragender Theologe, you have, mein Bischof. my bishop translated was teaching about that book, and he's a great theologian. Und er sagte, dieses Lied, mitten in diesem Klagelied, And he says that song here in the middle of all the Lamentations. ist ungefähr so. Ich lese es wörtlich vor, was er sagte. Man kann And sich it's basically den, like this. man kann sich den Gegensatz nicht krass genug You vorstellen. can hardly imagine the contrast intensely enough. Die Überraschung und zugleich das Anstößige wäre nicht größer gewesen. The surprise and the confusion couldn't have been any bigger. Wenn einer der zerschundenen Häftlinge Then if one of the worked up prisoners des Konzentrationslagers Auschwitz of the concentration camp in Auschwitz oder Dachau or Dachau aufgestanden wäre would have gotten up und hätte mittendrin ein Loblied angestimmt and would have started in the middle of it a worship song auf die Güte Gottes, on the grace of God, die kein Ende hat. which has no end. Und das ist auch Jeremia. And that's also Jeremiah. Dieses Lied ist ein Lied geworden und damit hat die Jesus-Bewegung, jetzt komme ich wieder, bei uns angefangen.
And with that, that was turned into a real song, and which was part of the Jesus People movement. Das ist eins der ersten Lieder, die JMM damals vertont hat. One of the first songs that YWAM back then turned into music here. Vielleicht kennt es noch jemand von euch. Maybe some of you know it. Die Güte des Herrn. Uraltes Loblied, kennt noch jemand? Hat kein Ende, kein Ende. Eigentlich haben wir gesagt damals, das ist eine totale Schnulze. Yeah, when we heard it back then, we were like, oh, that's just too cheesy. Aber die coolsten Jugendlichen But the most cool youth and teenagers waren damals tief bewegt. were moved deeply. Und dann kam ein katholischer Priester And then a Catholic priest came aus Salzburg, from Salzburg, ein hervorragender, kluger Theologe. a awesome, smart theologian Er war auf der Suche nach Jesus, on the search for Jesus, wie man den lebendig erlebt. how to experience him alive. Und dann sagt ein Jugendlicher zu ihm, geh nach Freilassing. And then a youth said to him, go to Freilassing. Da treffen sich Jugendliche, Their teenagers are meeting, Jesus People. the Jesus people. Da wirst du das erleben. You will experience it there. Dann ging er hin, And then he went there. nahm andere Jugendliche mit. And he took other with him. Und dann sagt er, und ich hörte eine Botschaft, And I heard a message die war für mich als Priester that was for me as a priest, ganz neu, completely new. obwohl ich sie kannte. Even though I knew it, Du brauchst nichts zu tun. you don't have to do anything. Nimm Jesus an. Take Jesus. Nimm seine Gnade an. Receive his grace. Und er sagte, ich hatte so viel Dreck am Stecken And he says, I had so much dirt in my life als Priester. as a priest. Und dann sangen die dieses Lied. And then Die they sang Güte that des song, Herrn hat kein Ende. the grace of the Lord has no end. Ich konnte es nicht fassen. I couldn't believe it. Er sagt dann, das war meine Bekehrung. And he says that was my where I gave my life to Jesus. Und dann begann ein großer Aufbruch And then a big revival started in Salzburg. in Salzburg. Groß, ja. Kamen 1000 Leute in den 1000 katholischen people that came Gottesdienst, to the Catholic services, charismatischen a Gottesdienst. charismatic service. Und ein Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission And the staff of YWAM hat sie begleitet. supported them. Pater Benno, so hieß er. Er war auch dann hier im Schloss He was also part of the und council hat hier nochmal sich unterrichten lassen. and got taught here, So wie ihr jetzt. like you. Ein Mann, der 6 Jahre Theologie studiert A hat. man who studied 6 years Er theology. wollte diese Güte des Herrn He kennen. wanted to get to know that grace of the Lord. So, dieses Lied hat auch die Welt bewegt, auch wenn es für euch jetzt, ihr habt einen ganz anderen Stil und ganz andere Lieder und es ist auch And that wichtig. song moved the world, and now you have a different style and different songs, and that's good and important. Aber es ist ein Klagelied. But it's a lamentation. Lamentation. Ich sagte, 2/3 der Psalmen sind Lobpreis. I said 2/3 of the psalms are worship, Und 1/3 etwa Klage. and 1/3 is crying and mourning. Und hier bei Klageliedern ist es umgekehrt. And with the lamentations, it's the other way around. Vielleicht 80-90% Klage More like 80-90% talking about the suffering, und 10%, 20% Lobpreis. and 10-20%. Aber immer, der Lobpreis fällt nie ganz aus. But the worship never really completely ceases. Und da heißt es auch in diesem Lobgesang, in dieser Klage, And there it also says in that worship and in the suffering. und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir That das is nochmal super important lesen. that we read that again. Wenn es jemand mal vorliest in seiner One could read Übersetzung, it, maybe in their translation. Klagelieder 3, Lamentations 3, Vers 31, 32, 33. 31, 32, and 3. Kann jemand mal Deutsch lesen und die anderen in Englisch können sie dann für sich lesen. Ne? Read Ja, it for brauchen wir themselves. dann nicht zu übersetzen. You read it yourselves in English. Okay. Somebody reads it out loud in German. Niklas, du bist Ja. Denn der Herr verstößt niemanden endgültig. Wenn er Leid bringt, hat er auch wieder großes Erbarmen. Denn er hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen und ins Elend zu stürzen.
Ganz richtig. Noch weiter? Alle Gefangenen auf Erden wurden gedemütigt. Ach so, na, dann war's doch schon. Ich lese nochmal in meiner. I will read it again in my translation shortly. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, For not forever he is pushing us away, sondern wenn er betrübt hat, but who he has made grieving, so erbarmt er sich, he will also be gracious. nach der Fülle seiner Gnaden erweist.